Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Baton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hi guys. Hallo liebe Simracing und Motorsportfreunde und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier zum Saisonfinale der Sunday Grand Prix Series. Und wir sind in Suzuka zu Gast. Unser Björn ist aufgestiegen, der fährt heute im ersten Split, unser aktueller frisch gekrönter Champion. Nichtsdestotrotz haben wir unsere anderen Jungs alle wieder mit dabei. Leider ist Wolfram heute nicht am Start. Nichtsdestotrotz haben wir Ben dabei, wir haben unseren Tom und wir haben den Bayern sowie den Adam. Schauen wir mal, was die Jungs heute alle so leisten können. Freue ich mich schon auf das letzte Rennen der Saison. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sprechen wir uns nach dem Rennen wieder. Bis dahin wünsche ich euch mal allen ganz viel Spaß. You watch that one last person has bumped me into the top split. No, it'll be about 2.7, 2.8 split. So. So, dann lass mal hier in die Entries reinschauen. Dann haben wir Adam Glatzka, ist schon mal schön. Daniel. Okay, Byron is here. Yeah, I'm here. Little Ben bit. Summers is here. Yes, sir. Perfect. All the cool guys are here. Und hast du dich angemeldet, Helmut, oder nicht? Nee, sonst wärst du ja hier dabei. Nee. Dann gibt's auch kein Bier. Komm, ich habe im Reddit gelandet noch nicht nur beim Set. Okay. Kann So. jeder mal eine Runde fahren. Oh, ich hab's aufgenommen, ich werde den Stream speichern. Ja, liebe Zuschauer, heute also Grande Finale im Land der aufgehenden Sonne. Ben und Tommy sind heute richtig schnell unterwegs hier auf dem Kurs, aber auch Bayern liegt der Kurs ja eigentlich recht gut. So, wen haben wir denn hier? Boah. Wenn die nächste Saison jetzt anfängt, übernächste Woche, dann will ich jedes Rennen fahren, ja? Die fängt über den Winter an, oder was? Na, das ist doch jetzt die 13. Woche. Dann Ach so. ist ja eine Woche und dann fängt doch, glaube ich, das neue an, ne? Ach so, ja, ich dachte jetzt hier, ich habe das jetzt auf den Radical bezogen. Ach so, nee, ich dachte jetzt ja. Ich werde da noch Gasstops machen, ich werde mich noch ein bisschen reinarbeiten. Oh, wait a minute. Thomas, I forgot. You've only had 7 races. So you Okay. can bump Kurt and me in 3rd place. You can bump us for a good result here. Wow, Oh, really? wow. I think so. I think you got 7 only. I will do my very best, my friend. Aber good luck for all. Yeah, all the best, guys. Thank you, Helmut. I stay here in China, but now I go with the dog outside. Dude. Make that nice. Oh, Patrick, what should I do? Really? Okay, I will. So I Ben. need another victory for our victory lane. Yes. Was, aber hast du gehört? Ich kann hier Kurt und Ben vom 3. Platz pupsen, ne? Okay. Die Jungs reden hier von der offiziellen Divisionswertung bei I need iRacing. to check the sound Yeah. now because it probably disconnected. Crackling. Im Hintergrund hat die Qualifying Session schon begonnen Okay, dann. und unsere Jungs werden jetzt auch gleich rausgehen. Für unsere Jungs geht es heute alle nur noch um einen guten Saisonabschluss. Unser Björn ist ja schon frisch gekrönter Champion. Lance isn't racing, so that's Auch unser Byron ist jetzt auf der Strecke. Division Championship to When I me. talk or when I don't talk? I want to do that. Testing.
want to do that. Oh, I think it's alright now. Jetzt kommen hier die ersten Zeiten rein. Miguel Morland aktuell auf Pole mit einer 1,49,9. Dahinter Jason Krakowiak. Auf 3 Keith Turner, 4 Joshua Hampton und auf 5 haben wir unseren Adam Klatzka. Da ist jetzt auch Tommy das erste Mal über die Ziellinie. P5. Und jetzt Daniel Gales auf Pole mit einer 1,49,6. Und Tommy kommt jetzt das zweite Mal über die Linie. P6. Knapp hinterm Adam. Top. Daniel Gales auf Pole vor Joshua Hampton und Miguel Morland. Und da kommt jetzt auch Ben als letzter Richtung Zielstrich. P3, wow, absolut top. What? Oh, wow. Oh, Ben slowly became a pro. Oh, bloody good luck, man. Good luck. Nice luck, Daniel. I think next year Ben dominates the championship and then. Da haben wir also Daniel Gales auf Pole Position vor Joshua Hampton und Ben Summers auf P3. P4 Miguel Morland, P5 Pete Turner, auf dem 6. Platz unser Adam Klatzka. One short question about correct English. If you say 1 newcomer and 3 newcomer or 3 newcomers? Newcomers. P7 im Endeffekt Tommy, direkt hinter ihm Byron Long. Auf P9 haben wir Emilio Fernandez Garrido und auf dem 10. Jason Krakowiak. Ja, dann, meine lieben Simracing- und Rennsport-Fans, das letzte Rennen der Saison. Ich wünsche viel Spaß, viel Erfolg und all the best to Ben. And we will see you at the finish line. Good luck and have fun. Good luck, everybody. So, was sagt ihr, mein Stream? Sieht ja auch gut I aus. think I'm going to go for 54.5 liters. Und das ganze Feld hat sich jetzt auch schon aufgestellt. Nur Ben und Tommy fehlen da noch. Sobald die Jungs hier im Grid stehen, müsste dann auch gleich die Ampel erscheinen. Aha. I've got enough. Ah, Adam Glatzka for me. So, let's try to concentrate. I will be quiet. Bit low. Let's see if I can turn it up. Oh, good luck, boys. Oh, they'll be gone by the way, don't worry, those guys. Cheers, Howard. Right, here we go, Sunday broadcast. Well, it's a split 2 of 2. 19 laps of Suzuka track. Qualified Time to see you. Good third. luck, boys. See how we get on. 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd beginnt. Es scheinen hier alle recht vernünftig aus den Startlöchern gekommen zu sein. Joshua Hampton geht hier in Front. Dahinter Daniel Gales und Ben auf P3 auch top weggekommen. Auf P4 Miguel Morland und auf dem 5. Platz unser Adam. Oh nein, und da kommt gerade die Nachricht rein. Tommy hat hier einen Fehlstart hingelegt und muss zur Durchfahrtsstrafe an die Box. Und ganz hinten am Ende des Feldes hatten wir auch schon den ersten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Joshua's doing well. Oh no, somebody killed Jimenez. Yeah, the thing is, Paul Ferrer, one breaks a little bit too early, I think. Yeah, and oh, what a silly incident. Must be careful in the first corner. It was a really slight contact on this one, but yeah, shit happens, huh? Da haben wir also direkt schon den ersten Ausfall in der ersten Kurve zu verzeichnen. Okay, Tommy. Hier vorne Joshua Hampton weiterhin in Front vor Daniel Gales, der hier schon Druck macht. Und da Tommy das nächste Mal abgeflogen, aber das gibt's doch gar nicht. Er fällt hier bis ans Ende des Feldes zurück Ist okay. und muss ja auch noch einmal durch die Boxengasse. Während Daniel Gales hier vorne jetzt schon mal richtig Druck macht. Tommy again, first lap. Eieiei. Tommy rides the curb, Ui. goes flying. Oh. And he's lucky that he hits nobody. That was close. Dafür läuft's für Ben und Adam umso besser. Right spoon, ne? Beide Jungs mischen hier vorne mit. Ganz hier vorne weiterhin der Kampf zwischen Joshua Hampton und Daniel Gales um die Führung. 0,5 Sekunden dahinter Ben und Miguel. Auf 5 weiterhin unser Adam. Auf 6 Emilio Fernandez Garrido. Und auf 7 Keith Turner, der hier unter Druck gesetzt wird von Jason Krakowiak. Und direkt hinterm Jason auf P9 haben wir unseren Byron, der heute endlich mal einen vernünftigen Start ins Rennen hat. Und direkt hinterm Byron haben wir Martin Reisman, der schließt die Top 10 ab.
Die Position hier vorne scheint jetzt erst einmal bezogen. Weiterhin Joshua Hampton in Front vor Daniel Gales, Ben Summers und Miguel Morland. Unser Adam muss ja jetzt ein kleines bisschen schon abreißen lassen. Aber alles in allem, ganze Truppe hier noch recht dicht beisammen. Unser Bayern hier liegt inzwischen auf P8. Da fehlt mir Jason Krakowiak. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was dem passiert ist. Wir schalten direkt mal hin. Jason Krakowiak, lap 2, also Canadian, yeah, Pro tires on this one, I think. He's waiting. Und Jason ist da weit zurückgefallen, während hier vorne weiterhin der Kampf um die Führung tobt. Daniel setzt die ganze Zeit Joshua Hampton permanent unter Druck. Mit einem kleinen Respektabstand. Unser Ben schaut sich die ganze Sache da an. Und auch unser Adam hier auf P5 liegt hier absolut top im Rennen und kann sich schon leicht von Emilio Fernandez Garrido hinter ihm absetzen, hat aber auch nach vorn allerdings schon eine Lücke, die ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde beträgt. Hinter Martin Reisman, der sich aktuell auf P9 befindet, geht da jetzt so langsam eine Lücke auf und unser Tommy nach seinem Zwangsstopp fährt im Feld hier hinterher. Er liegt aktuell auf dem 19. Platz, da unser 20. Fahrer Juan Jimenez das Rennen quittieren musste, nachdem sein Auto durch den Stoppcrash so schwer beschädigt worden ist. Hier vorne der D-Zug geht jetzt in die dritte Runde. Immer noch Joshua Hampton in Front vor Daniel Gales, Ben Summer, Miguel Morland und Adam Klatzka. Die Top 5 seit dem Start unverändert. Und unser Bayern auf P8 ist da auch noch in Reichweite. Ein sehr, sehr schöner Start für unsere Jungs heute. Jason Krakowiak muss im Feld hinterherfahren nach seinem kleinen Zwischenfall. Hier vorne die ersten 4 können sich jetzt schon leicht absetzen, während dahinter Adam jetzt mit Emilio Fernandez Garrido kämpfen muss. Der macht da richtig Druck und will nach vorn. Unser Adam hat sich die letzte Saison auch richtig ins Zeug gelegt und so einige Top-Ergebnisse eingefahren. Ein solider Top-10-Platz in der Endabrechnung, den wird er heute hier zementieren mit der guten Fahrt, die er bisher hier hinlegt. Aber auch für unseren Bayern läuft es heute mal wieder richtig gut, da freue ich mich sehr. Hinter ihm Martin Reisman, kam da jetzt gerade bedrohlich nahe. Und dann hinter Martin Robert Simpkins kämpft hier mit Manning Grinnen die Plätze 10 und 11. Robert ist heute mal wieder auch recht problemfrei ins Rennen gestartet. Er hatte eine mehr als durchwachsene Saison und hat so einige Male Pech gehabt. Hinter ihm auf P12 Bruno Araya, P13 haben wir Daniel Repetto, auf P14 unser Kurt Klapper, P15 Paul Ferrer, P16 Andreas Mikkelsen, auf 17 Russell Hamilton und auf 18 Jason Krakowiak, der so langsam wieder am Aufholen ist, und unser Tommy, der hier im Feld hinterher fährt. Ich glaube, der Gaststart heute ist mal so gründlich in die Hose gegangen. Er hat eine tolle Pace und hätte vorne auch mit Sicherheit ums Podium mitkämpfen können. Es ist nun mal wie es ist, denn wäre es anders, dann wäre es ja nicht so. Und hier kleiner Stupser und dann Angriff. Daniel Gales geht jetzt in Front und überholt hier Joshua Hampton. Der scheint ganz schlecht aus der Schikane rausgekommen zu sein. Und direkt dahinter hat jetzt auch Miguel Morland seine Chance genutzt und ist an Ben Summers vorbeigegangen, sowie noch ein Stück dahinter Emilio Fernandez Garrido, der jetzt unseren Adam passiert hat. Jetzt ist hier so einiges los, Eingangs 4. Runde. Direkt hinten dran geht Hörner auf P7 und dann klafft schon eine Lücke zu unserem Bayern. Joshua scheint da jetzt ein bisschen ins Straucheln gekommen zu sein. Der hält hier die Jungs auf, denn Daniel Gales kann sich hier sofort von den Jungs absetzen. Man sieht hier Miguel, Ben und Emilio drängeln. Miguel covert da innen und Emilio setzt da jetzt hier zum Angriff an, aber Ben kann da, so wie es aussieht, nochmal vorn bleiben. Nächster Angriff, Seite an Seite. Ein Stück weiter hinten im Feld hat man einen Zwischenfall, den müssen wir uns nachher gleich mal anschauen. Und da hat sich Emilio auch am Ben vorbeigemogelt. Hairpin, und schon dreht er sich da ein, die Reifen zu heiß gekocht und fällt weit zurück. Noch hinter Robert Simpkins. Damit ist Emilio aus den Top 10 rausgefallen und wir schauen uns jetzt nochmal den Unfall von eben an. Bruno Araya. Oh, watch out. I know what happened. He's on the throttle and then he's bent. Yeah, a classic one. What lucky. No crash.
Ja, no impact. That's okay. Bruno Araya fährt über den Curb, bleibt da auf dem Gas stehen und segelt ab. Zum Glück kann er einen harten Einschlag verhindern und weiter geht's. Damit liegt unser Ben aktuell auf P4, Adam Klatzka auf 5 und unser Byron auf 7. Dazwischen Keith Hörner auf P6. Byron gerät jetzt hier ein bisschen unter Druck von Martin Reisman, kann dem aber gut standhalten und lässt sich hier nicht nervös machen. Und Joshua Hampton, der eben noch an der Spitze des Klassements lag, muss jetzt hier in der Schikane geradeaus gehen und verliert eine Menge Plätze. Er ist hinter Adam auf P5 zurückgefallen und wird jetzt bedrängt von Byron, der hier mit Keith Hörner um die Position kämpft. Keith Hörner covert da innen und kann Byron hinter sich halten. Ein toller Kampf hier von den Jungs. Joshua verliert er Position um Position und kann die Pace vom Anfang nicht mehr ganz mitgehen. Ich glaube, der hat in den ersten Runden seine Reifen ein bisschen zu sehr beansprucht und zahlt jetzt dafür. Noch kann er sich vor Keith Hörner und Byron behaupten, allerdings bildet sich inzwischen dahinter eine Schlange. Man sieht, dass er die Jungs hier aufheilt. Das spielt natürlich Ben und Adam vor den Jungs in die Karten. Die können sich immer mehr absetzen. Die haben jetzt schon fast 3 Sekunden Vorsprung. Super enge Kämpfe hier, ganz vorne an der Spitze, alles beim Alten. Daniel Gallis kann sich da immer mehr absetzen. Da geht der Nächste durchs Kies. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Robert Simpkins fällt da weit zurück. Ich glaube, der hat einen mitbekommen. Er fällt noch hinter Kurt Klapper bis auf P13 zurück und von hinten kommt auch Paul Ferrer mit Riesenschritten und geht da auch gleich vorbei. Oh no, what happens here? It's again Emilio again. Yeah, it's Robert Simpkins. But oh, Robert is very slow on this corner. Maybe. Yes, oh, he got hit by him. And then, oh, come on. Oh, okay, come on back. No impact. Oh, okay. Careful. Roberts Pechsträhne diese Saison setzt sich fort. Er hat einfach kein Glück. Joshua fällt da immer mehr zurück. Inzwischen liegt er hier auf P8 hinter Martin Reisman. Unser Byron liegt inzwischen auf P6. Da liegen unsere Jungs hier alle noch aussichtsreich im Rennen. Joshua fällt da immer mehr zurück. Emilio Fernandez Garrido hat sich inzwischen wieder bis auf P8 nach vorn gekämpft. Hier vorne unser Adam verfolgt Ben Sommers. Da ist alles beim Alten. Und Tommy hat sich inzwischen auf 1,5 Sekunden an das Ende des Feldes wieder rangekämpft. Wir gehen jetzt gerade erst in die 6. von 19 Runden. Da ist noch so einiges möglich, denke ich mal. Schauen wir mal, bis wohin es der Tommy schafft. Unser Byron kämpft hier mit Keith Hörner, Martin Reisman und Emilio Fernandez Garrido um den letzten Top-5-Platz. Freue ich mich sehr, dass es für den Byron heute zum Saisonabschluss nochmal richtig gut läuft. Während die Jungs hier vorne fighten, hatten wir weiter hinten wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Okay, next one, Jason Krakowiak again. Oh, come on, really? No. Andreas Mikkelsen, position 15, and Jason behind him. Could have been nasty. That's not necessary to spinning like that. to take him out on this. It's not gentlemanlike. Und Joshua Hampton wird da immer mehr durchgereicht. Der liegt inzwischen auf P11, ist hinter Daniel Repetto zurückgefallen. P12 haben wir Kurt Klapper, der jetzt auch richtig Druck macht. Am I catching Big Well? Almost seems like we're lapping very similar. Thanks, Russell. Oh, und ich sehe gerade, Juan Jimenez hat er doch nicht gequittet. Er ist nach Reparaturstopp wieder rausgefahren und fährt mit ein paar Runden Rückstand das Rennen noch zu Ende. A bit hot into the last. Unser Tommy hat inzwischen den ersten Gegner überholt, Russell Hamilton, und befindet sich auf dem Weg nach vorn, P17. Daniel Gallis hier geht jetzt in Runde 7. Er hat inzwischen 3 Sekunden Vorsprung auf Miguel Morland und Ben Sommers, inzwischen P3. Ein Top-Rennen von unserem Ben hier zum Saisonabschluss. Das wäre doch nicht schlecht, Podium. Und direkt hinter ihm liegt unser Adam auf einem mehr als soliden 4. Platz. Allerdings haben wir hier noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Unser Byron ist jetzt wieder ein kleines Stück zurückgefallen. Emilio Fernandez Garrido hat ihn überholt und in dessen Windschatten auch Martin Reisman.
Hinterm Byron weiterhin auf P9 Manning Grinham, P10 Daniel Repetto, P11 haben wir unseren Kurt Klapper, P12 Paul Ferrer, auf 13 ist unser Robert Simpkins zurückgefallen, P14 Jason Krakowiak, auf 15 Bruno Araya und unser Tommy inzwischen auf P16. Make sure I don't break too late for this final chicane this time. Emilio Fernandez Garrido nach seinem Ausritt konsequent auf dem Weg nach vorn hat jetzt auch Keith Turner passiert und macht sich auf die Verfolgung von unserem Adam. Knapp 4 Sekunden Rückstand hat er noch. Er hat ja auch letzte Runde als erster eine Zeit unter 1,50 gefahren, eine 1,49,8. Bisschen mehr als ein Drittel haben wir schon geschafft. Ein sehr, sehr schönes und sehr spannendes Rennen heute. Adam to battle with Emilio. Nach dem Finale heute haben wir ja dann erstmal eine Woche Pause und ich freue mich dann schon auf die neue Saison. Mal schauen, vielleicht steigt da unser Tommy ja wieder Vollzeit ein und vielleicht sehen wir ja dann auch unseren Helmut öfter. Helmut rüstet ja sein Rig zu Hause gerade gewaltig auf und wenn er dann wieder zurückkommt, bin ich mal gespannt, was er dann leisten kann. Unser Byron kann sich die ganze Zeit hier im Windschatten von Martin Reisman halten. Und nach hinten wird der Abstand immer größer. Der beträgt jetzt schon ungefähr 3 Sekunden. Hey, Grumpy. Grumpy, you're right. Seconds. That's still pretty quick. Start- und Zielgerade und da geht Byron jetzt auch zum Angriff über und versucht sich den Platz wieder zurückzuholen. Innen, sauberes Überholmanöver. Top gemacht, da hat Martin aber auch nicht viel Gegenwehr geleistet. Wir befinden uns aktuell in Runde 9 von 19. Wait, where's Thomas? Also bewegen wir uns langsam Richtung Halbzeit. Und Keith Turner ist da für Byron auch noch in Reichweite. Der ist nur 1,5 Sekunden vor ihm. Und Byron fährt hier aktuell die schnelleren Rundenzeiten. Da bin ich mal gespannt, wenn er die Lücke zugefahren hat. Freakish freakish qualifying that really helped me out. Ganz vorn an der Spitze, alles beim Alten. I like this track. Daniel Gales führt hier weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung auf Miguel Morland. What it was, third or fourth in the winner? Ben weiterhin auf P3 und Adam auf P4. I've been stuck in midfield and battling. Unser Robert hier nach seinem Zwischenfall vorhin kommt hier auch immer mehr ins Straucheln. Er fällt hier Platz für Platz zurück. Kämpft hier mit Bruno Araya um die Position, der jetzt hier vorbeigeht. Da ist Robert ein bisschen weit rausgekommen. I think Miguel should be in the top split. He just had some... Must have had just too many non-clean races. He's very quick. Tommy hier auf P16 liegt da nur 2,5 Sekunden hinterm Robert. Wir haben jetzt gerade mal Halbzeit. Ich denke mal, da ist noch so einiges möglich. Unser Byron fährt die Lücke zum Keith nach vorn immer mehr zu. Im Schlepptau hat er Martin Reisman. Manning Grinham auf P9 muss da zu der Gruppe hier immer mehr abreißen lassen. Hier vorne an der Spitze weiterhin alles beim Alten. Daniel führt weiterhin mehr als 2 Sekunden vor Miguel Morland. Und dann noch einmal 4 Sekunden dahinter unser Ben auf P3. Der wiederum in Abstand von ungefähr 2,5 Sekunden zu Adam auf P4. Yeah, but I think he's a... Und Adam hat immer noch ungefähr knapp 3 Sekunden Vorsprung auf Emilio Fernandez Garrido. He's definitely quicker than you. P6 weiterhin Keith Turner, P7 Byron Long, P8 Martin Reisman. Auf P9 haben wir dann Manning Grinham. He's gone deep, I went tight. Und die Top 10 schließt Daniel Repetto ab. Hey, Pizza. Cool. Da würde ich mal sagen, ist das bis hierhin heute ein mehr als würdiger Saisonabschluss. Schade, dass wir unseren Champion heute nicht hier im zweiten Split haben und dementsprechend feiern können. Nichtsdestotrotz zeigen unsere Jungs hier heute ja auch eine mehr als solide Leistung. Does it standings give you where Byron and Thomas are at all? Tommy ist letzte Runde 3 Sekunden schneller gefahren als Robert und holt hier mit 7 Meilenstiefeln nach vorn auf. Good race as well. Da will ich gar nicht wissen, was da möglich gewesen wäre. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, wir haben es gerade gehört. Wait, where's Kurt? Where's Kurt Clapper? Back with him.
for the championship. I thought we might be up here, wouldn't we? Yeah, Martin Reisman. Oh, he watch had out. nothing Yeah. yesterday. Also, exit of turn number 1. Yeah. Okay, yeah, but he was behind Byron He's, and then. behind Keith, is he? Okay. breathing space behind me, yeah. Yeah. Well, that's what happened. Yeah. Means I can just concentrate on Keith for now. We've seen Kurt Clapper. Damit hat Byron jetzt erstmal ein bisschen Luft nach hinten und wir hatten direkt den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Oh, guys, watch out. Jason Krakowiak again. Okay, Lapping very similar to Adam behind Raven. yes, but look, there is no car, and then bloop, immediately a car appears. That was, yeah. It was at this moment Jason shot himself. You got a heart attack. Yeah, okay, okay. He had a small disconnect, the guy in front of him, Paul Ferrer. Yeah. Let's go, Tommy, come on. Damit liegt Tommy jetzt schon wieder in den Top 15 und hat Robert direkt vor sich. Und ich denke mal auch Bruno Araya 2,5 Sekunden vorm Robert dürfte dann noch in Reichweite sein, bei den Rundenzeiten, die Tommy hier runterreißt. I remember driving a GT3 for the first time around this track. Just kept spinning, couldn't do anything. I think it was GT3 Porsche or something. Ben kann die Pace ganz vorne an der Spitze nicht ganz mitgehen. Inzwischen fehlen ihm nach vorne schon mehr als 4 Sekunden. Trotzdem liegt er hier super auf Kurs Richtung Podestplatz. Und auch Adam dahinter fährt zwar ein unauffälliges, aber mehr als solides Rennen und absolut fehlerfrei dazu. Emilio scheint da auch nochmal irgendwo einen kleinen Ausritt oder Wackler gehabt zu haben. Auf jeden Fall ist Keith Turner an ihm vorbeigegangen und hat sich den letzten Top-5-Platz wieder geschnappt. Emilio hat da, glaube ich, aber noch lange nicht aufgegeben und auch unser Byron ist da noch in Reichweite. Ein super Rennen heute für unseren Byron. He's gonna have another spin. Keith's past Emilio. Yeah. Makes mistakes. Und hier in der Gruppe wird es jetzt richtig eng. Manning Grinham, Martin Reisman, Daniel Repetto und Kurt Klapper. Da fehlt Bruno Araya, da müssen wir gleich mal schauen, was dem passiert ist. Wir schalten hin. Bruno Araya. Oh, come on. Und then, whoops. Yeah. These cars do not like curbs. No, especially that curve. Ja. Bruno Araya wird auch auf dem Curb ausgehebelt, dreht sich nach innen ein, zum Glück nichts passiert, weiter. Und Martin Reisman ist jetzt an Manning Grinham wieder vorbeigegangen auf P8, Manning Grinham P9, Daniel Repetto P10, Kurt Klapper P11 und Paul Ferrer auf 12 und da geht der nächste fliegen, Manning Grinham. Ja. Daniel Repetto. Oh. Ach, come on, really? Manning Grinham. Manning's been a total gentleman racer this season. So. Manning position himself in the middle of the track, and then small hit from behind, and then bam, get the guy out of his way. Ja. Schade, damit fällt Manning Grinham weit zurück. Er ist ja auch so frustriert, dass er sich direkt hier aus dem Rennen gelockt hat. Sowas wollen wir natürlich nicht sehen, aber Rennunfälle passieren nun mal. Unser Adam kann seinen Vorsprung hier stabil bei über 4 Sekunden halten, sehr, sehr gut. Und auch unser Byron kann hier Anschluss an Emilio und Keith halten. Wir befinden uns gerade in Runde 13 von 19, also haben wir knapp 5,5 Runden noch zu gehen. Yeah. I thought he was gonna run away from me and Emilio then, but that mistake brought Emilio and me back into it. Martin Reisman incident? Oh, und hier steht Qualm, da gab es den nächsten Zwischenfall. Both of them guys are loose through Spoon. Martin Reisman, er wird wohl Probleme mit seinen Reifen haben. Fällt hier sukzessive zurück, schauen wir gleich mal, was ihm passiert ist. Martin Reisman, oh, watch out. Ui, too heavy on the throttle. Thunderfoot. Ja. Martin Reisman verliert hier in der Hairpin auch nochmal sein Fahrzeug, dreht das Fahrzeug ein. Nichts weiter passiert, kann weiterfahren, nur ein paar Plätze verloren. Oh, man. Oh,
Ben? Und während Ben jetzt hier die schnellste Runde des bisherigen Rennens hingenagelt hat, verliert Daniel Gale sukzessive seinen Vorsprung. Miguel Morlan kommt da näher und näher. Best lap. Und so wie es aussieht, bekommen wir jetzt hier am Ende des Rennens noch mal einen richtig heißen Kampf um den Sieg. Wait a minute, did it say I had the best lap, as in everyone? Und wir hatten die nächsten Zwischenfälle zu verzeichnen, die wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Russell Hamilton make a trip to the gravel He's too late on brakes. with a little impact, Oh. Wow. Huh. How did I do that? but he can go on. Und es gab noch einen Zwischenfall, den wir uns jetzt auch direkt gleich mal anschauen, während hier jetzt der Kampf wieder richtig heiß wird. Yeah. Daniel Repetto again. Oh. Lost his car in the last corner. A little impact, but nothing happened. Boink. Uff. Daniel Repetto verliert sein Auto in der letzten Kurve, kann aber einen harten Einschlag verhindern und weiter geht's. Did not need you to make me do that, Emilio. Da werden jetzt so einige mit ihren Reifen zu kämpfen haben. Auch Byron muss da jetzt ein kleines bisschen abreißen lassen. Hey, Woody. Dafür ist Tom jetzt hier ganz dicht dran und kämpft hier mit Daniel Repetto um P11. Direkt vor ihm Paul Ferrer, P10 ist da gar nicht so weit weg. Da ist vielleicht noch ein Top-10-Platz heute drin. Felt it was a good lap, but I don't know how I can replicate it. I think I just literally got all the apexes and all the sectors together. That's normally only the 50s. Ach, ich will nicht wissen, was da ohne den Fehlstart heute drin gewesen wäre. Aber wie immer, hätte, täte, wenn und aber. 5 Euro ins Phrasenschwein. Okay. Nichtsdestotrotz sehen wir da jetzt vielleicht nochmal einen richtig heißen Kampf hier um den letzten Top-10-Platz. Und ich glaube auch Martin Reisman auf P9 ist da noch in Reichweite. Direkt vor Byron gibt es jetzt hier den nächsten heißen Zweikampf. Emilio Fernandez Garrido gegen Keith Turner. Emilio versucht da verloren gegangenen Boden wieder gut zu machen. Seite an Seite. Keith hat da zwar die Innenposition, zieht da aber nochmal zurück. Well, it's getting closer to the leader. Und dadurch konnte Byron die Lücke nach vorn wieder zufahren. Und auch unser Tommy auf P12 setzt er jetzt hier einen Angriff. Spoon Corner, aber Daniel Repetto macht da schön dicht. Tommy sucht dann Weg am Daniel vorbei, der macht aber richtig schön dicht. Why do people always drop it in front of me? Und auch hier ein schönes Bäumchen wechselt das Spiel. Jetzt hat sich Keith Turner den Platz wieder zurückgeholt. Aber wie ihr seht, Emilio hat dann auch lange nicht aufgegeben. Ein herzerfrischender Zweikampf hier und Byron guckt sich das alles aus der Logenposition an. Wir befinden uns jetzt in Runde 16 von 19. Das Rennen geht hier in die heiße Phase und überall wird noch gefightet. Auch unser Tommy will da unbedingt noch an den beiden Jungs da vor ihm vorbei. Daniel Repetto und Paul Ferrer. Ein ganz, ganz starkes Rennen von den Jungs hier heute zum Saisonabschluss im Land der aufgehenden Sonne, das schon wieder Lust auf nächste Saison macht. Man sieht hier deutlich, dass die Jungs und Tommy aufhalten. Vor der Gruppe Martin Reisman kann sich da wieder Zehntel für Zehntel absetzen. Und von hinten kommt ja auch Jason Krakowiak wieder näher, der heute auch schon in so diverse Zwischenfälle verwickelt war. Tommy versuchte alles, um an den zwei Jungs vorbeizukommen, aber die machen hier alles dicht. Jetzt vielleicht der nächste Angriff, innen rein. Da sehen wir es, Daniel Repetto kommt ein bisschen weit raus. Oh. Und da kommt es zur Katastrophe. Beide Jungs fliegen ab. Ach, schade. No. I think he was too fast on this corner. Oof. He missed the correct entry. Good admit. So he was far on the left side, and then okay, I thought I could pass him easily, but then thing is the curb is very high on this on this side, and the car is very low. So kannst du mal Damage gucken bei mir? Getting low on They fuel. touched, and then he crashed into me. What? Front. Rear ends sometimes a little bit more lively. Aufhängung? Ach, damit dürfte Tommys Rennen jetzt endgültig kaputt sein. Ist hier wieder auf P14 zurückgefallen. Ich hoffe, er kann das Rennen noch bis zu Ende fahren. Der Unfall sah ziemlich heftig aus, aber ich sehe keine Spiegelei-Flagge. Von hinten kommt Bruno Araya mit Riesenschritten an.
Hat er gemacht, ich war ja neben dem. Wir haben es ja gerade im Replay schön gesehen. Oh, und Daniel Gales verliert jetzt hier seine Führung, kommt hier zu weit raus und Miguel Molat nutzt seine Chance und geht hier auch sofort vorbei. Ben ist da allerdings viel zu weit weg, um davon zu profitieren. Jetzt überschlagen sich hier am Ende nochmal die Ereignisse. Ja. Ja, der hat ein Setup mit weniger Flügel. Hat man gesehen. Um nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Wir haben es ja vorhin im Replay gesehen. Daniel Repetto ist da direkt auf den Curb drauf gefahren und da abgeflogen und in Tommy reingekracht. Rennunfall, würde ich sagen. Aber interessant, dass das Auto noch fährt. Und wie wir es gerade gehört haben, kann Tommy wahrscheinlich das Rennen hier sogar noch zu Ende fahren. Ja, Top 10 wäre drin gewesen, Patrick. Es wäre heute so viel mehr als ein Top-10-Platz drin gewesen, aber das Rennen ist schon direkt am Start durch den Fehlstart vom Tommy verloren gegangen und nicht erst jetzt. Denn ohne diesen Fehlstart wäre Tommy überhaupt nicht in der Situation gewesen. Womit wir jetzt natürlich wieder bei Spekulationen sind, die sowieso wenig Sinn machen. Hier vorne hat Emilio es geschafft und ist wieder an Keith Turner vorbeigegangen. Und auch Byron drückt da wieder von hinten gewaltig. Vielleicht kann er sich Keith Turner ja noch schnappen. 2 Runden hat er noch Zeit. Und während für Tommy heute alles schief geht, was auch nur schief gehen kann, läuft es für unseren Byron heute dafür umso besser. Ich habe keinerlei Fehler heute von ihm gesehen. Sehr, sehr schön. Und auch Miguel Moland hier vorne kann sich jetzt absetzen. Er hat inzwischen schon mehr als 1,5 Sekunden Abstand rausfahren können. Ich schätze mal, Daniel wird jetzt hier auch nur noch den 2. Platz absichern. Miguel hat diese Saison so einige sehr, sehr gute Rennen gezeigt. Jedoch fehlt ihm die nötige Konstanz, um vorne um den Titel mitkämpfen zu können. Nice lap, Byron. Huh? Nice lap. What did I do? I thought it just said guy in P7. Und Byron hat jetzt hier kurz vor Ende nochmal eine Hammerrunde rausgezaubert. Fastest? Oh, Eine 1,49,5 Hut ab. thank you. I didn't know. Er ist aktuell der schnellste Mann hier im Feld. I never trust Jim when he says that. Oh, und Keith vor ihm wird jetzt zittern. 1,5 Runden muss er noch durchstehen. Während unser Ben hier gechillt seinen 3. Platz nach Hause bringen kann. Bring it home. Come on, guys. Nach vorne und hinten reichlich Luft, da passiert nichts mehr. Eine tolle Saison mit mehreren Podestplätzen. Yep. Unser Führungsduo wird jetzt gleich die letzte Runde der Saison eröffnen. White flag this time round. Not enough fuel for 3.3 laps. Und Tommy ist jetzt hier bis auf P16 noch zurückgefallen. Ich schätze mal, Miguel Moland wird sich in der letzten Runde nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Daniel Gales ist da zu weit weg. Für Ben und Adam heißt es jetzt das Top-Ergebnis nach Hause bringen. Und Byron versucht vielleicht ja nochmal einen Angriff zu starten. Ein wunderschöner Saisonabschluss und ein spannendes Rennen. Ah, there is Mr. Repetto. Er hat ja diese Saison nicht ernsthaft in die Meisterschaft eingegriffen. Ist nur ab und zu mal als Gaststarter am Start gewesen und hat dabei auch so einige Erfolge eingefahren. Wobei für uns natürlich das sensationelle Rennen in Le Mans in Erinnerung bleibt, bei dem wir 3 Jungs auf dem Podest hatten. Das alles überstrahlt hat natürlich unser Björn. Das Einhörnchen hat diese Saison die F2-Meisterschaft von Anfang an dominiert. Und er hat ja eindrucksvoll mal unter Beweis gestellt, zu was er eigentlich fähig ist. Auch Byron, Keith und Emilio befinden sich jetzt in der letzten Runde und Byron macht dann nochmal richtig Druck. Allerdings geht ihm langsam Zeit aus. Ach, come on. Und Tommy Really, versuchte man? an dem völlig zerdepperten Daniel Repetto vorbeizukommen. Der Okay. blockte aber alles ab. Und Tommy kann da auch schon wieder Witze machen und lachen. Er hat ja eindrucksvoll gezeigt, was für eine Pace er eigentlich heute drauf gehabt hätte. Blicken wir schon voller Vorfreude auf die neue Saison, würde ich mal sagen. Und da bin ich auch mal echt gespannt, was Björn da reisen kann. Mit seinen Punkten, die er diese Saison eingefahren hat, wäre er in der Gesamtwertung auf dem 4. Platz gelandet. Eine unglaubliche Saison hat unser Einhörnchen hingelegt. Unser Leader Miguel Moland geht jetzt hier in die letzte Schikane, die letzte Kurve. Das letzte Mal auf Start und Ziel. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Oh. Ganz, ganz
ganz herzlichen Glückwunsch. What a good looking guy on the podium. Glückwunsch an alle auf dem Podium. Super gefahren. Ich hab den Repetto da noch überholt da. Great race, Keith. Well done, man. Did you, Byron? We didn't touch back there, did we? Thanks, guys. Oh, I don't think so, bud. Came close though. I'm just glad I managed to get enough speed scrubbed up so we didn't. But that was a hellish race, guys. Emilio, you too, bud. Was für ein toller Saisonabschluss für unsere Jungs. Gratulation nochmal. guys, really enjoyed that. Ben, rocks, man. Oh, Well done, mate. Well done. I think I might just grab third place in the championship. You did. I think you did. Yeah, great way battle there, Emilio. Okay, I have to tell you, I had a jump start. I thought I saw that. Yeah? Yeah. Yes, P15! Oh, hang on. Shit, I just realised. I just won Division 4. Yes! Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Byron. Top gemacht. Ah, thanks, guys. Congrats, Byron. Awesome. You know what that means, don't you? Und oben haben wir jetzt auch mal den Endstand in der F2-Meisterschaft eingeblendet. What means that? Unser Björn stand ja vorher schon als Champion fest. Auf P2 Rolly Wallbank und P3 Miguel Morland. Hat Miguel mit dem heutigen Sieg seinen Podiumsplatz zementiert. Auch in die Richtung nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch. Und ich denke mal, das Rennen heute hat bei allen die Vorfreude auf die neue Saison richtig entfacht. I will wait for Ben. I think. Aber da würde ich sagen, jetzt ist erstmal Zeit zum Feiern. Na, Oh, Oh, look at this. Somebody isn't. Eine lange, wunderschöne und sehr, sehr erfolgreiche Saison neigt sich dem Ende entgegen. oh, oh dear. let's have a look. Let's have a look. So, what I have to say. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Was für eine Saison. Wahnsinn. Don't care about the incidents. Thanks, Patrick. Okay. Oh, dude. Just want to see what happened to me in that. With I would say thank you all viewers for having awesome. Whoop. And the tires. Ah, we don't need it anymore. Get a new one for next season. Okay, guys. It was. Thanks for watching. Goodbye. bye bye. Bye bye. That was close, Thomas.
Ja, liebe Zuschauer, und damit neigt sich eine lange und doch wunderschöne Saison dem Ende entgegen. Nochmal an der Stelle einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an unseren frisch gekrönten Champion Björn, der in eindrucksvoller Manier diese Saison gezeigt hat, was in ihm steckt. Wahnsinn. Im Endeffekt mit seinen Punkten Top 4 in der Gesamtwertung, das ist einfach nur Wahnsinn. Da kann man einfach nur den Hut davor ziehen. Aber auch Ben hat die Saison gezeigt, was in ihm steckt und ist immer weiter nach vorn gekommen. Letztendlich hat es leider nicht für einen Top 5 Platz gereicht, nichtsdestotrotz Top 10 allemal ehrenwert, genauso unser Adam. Dann würde ich sagen, schauen wir schon mal nach vorn. Gratulieren auch unserem Bayern, dass er es geschafft hat, in seiner Division Champion in der Lotus-Klasse insgesamt bei iRacing zu werden. Nochmal an der Stelle ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast es dir verdient. Ja, liebe Zuschauer, da würde ich mal sagen, freuen wir uns schon auf die nächste Saison. Erholen uns ein wenig und sehen uns dann, denke ich mal, nächste oder übernächste Woche wieder. Bis dahin bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Macht's gut. Tschüss. You too, Byron. We didn't touch back there, did we? I don't think so, but that was a hellish race, guys. Emilio, keep it, bud. Thanks, guys. Really enjoyed that. Well done, mate. Well done. Yeah, great three-way battle there, Emilio.
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.